Wendelstein im bayerischen Voralpengebiet nahe Bayerischzell und Brannenburg gehört zweifelsohne zu den schönsten Aussichtsbergen der Region. Manche behaupten sogar, er sei der schönste. Darüber lässt sich sicherlich streiten, aber auf alle Fälle ist der Wendelstein ein markanter Berg. Durch seine exponierte Lage bietet er ihnen einen Logenplatz mit einem großartigen Panoramablick hinein in die Alpen. Aber das war nicht immer so. Vor ca. 230 Millionen Jahren entstand der Wendelstein irgendwo vor der Küste Afrikas aus den sterblichen Überresten der Meeresbewohner, dem Muschelkalk. Dieses Meer war warm, lag nahe dem Äquator und war voller Leben. Die Kräfte der Erde falteten schließlich die Alpen empor, aus dem dann auch der Wendelstein hervorging. Ein weiterer stiller Zeuge für das Alter des Wendelsteins ist auch die Wendelsteinhöhle, die bereits da war, als es die Alpen noch gar nicht gab. Die ersten Berichte vom Wendelstein tauchen um das Jahr 1780 herum auf, bei dem der Geschichtsschreiber Lorenz mit einheimischen Begleitern auf einer dramatischen Wanderung den Gipfel glücklich erreichte. Sie waren überwältigt. Herrlich, herrlich und groß ist die Welt und groß ist ihr Schöpfer, Gott. Wie tief ist unter mir, was vor einigen Stunden noch so hoch über mir war. Ich bin hier im Reich der Ruhe und höre das Stillschweigen. Das Interesse am Wendelstein wuchs immer mehr an. So reiste auch Max Kleiber, hier rechts im Bild, anlässlich der Errichtung eines neuen Gipfelkreuzes an. Es war ein Besuch, der ihn zeitlebens an den Wendelstein gebunden haben muss. Mit unglaublicher Energie bestimmte er in den nächsten Jahren die Entwicklung des Berges. So gründete er im Jahr 1881 den Verein Wendelsteinhaus, der sich dem Projekt verschrieben hatte, auf dem Wendelstein ein Gasthaus samt Unterbringungsmöglichkeiten zu errichten. Im September 1882 wurde bei strahlendem Sonnenschein die Hebefeier gehalten. 1883 wurde das Wendelsteinhaus schließlich als erstes ganzjähriges bewirtschaftetes Unterkunftshaus in den Bayerischen Alpen feierlich eröffnet. Das Wendelsteinhaus erfreute sich anfangs großer Beliebtheit und konnte mehr und mehr Übernachtungsrekorde verzeichnen. Im Lauf der Jahre wurde das Unterkunftshaus am Wendelstein nach und nach erweitert, umgebaut und saniert. Zahnradbahnerbauer Otto von Steinbeis ließ 1912 bis 1914 zusätzlich gar ein ganzes Hotel am Bergbahnhof der Zahnradbahn errichten, welches jedoch aufgrund zu geringer Nachfrage 1952 geschlossen wurde. Aus den Hotelzimmern wurden Eigentumswohnungen und im Wendelsteinhaus gibt es heutzutage aufgrund strenger Brandschutzverordnungen keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr. Um die Jahrhundertwende lag, nicht zuletzt aufgrund der Beliebtheit, die der Wendelstein bis dahin erlangt hatte, die Idee nahe, eine Bahn auf den Wendelstein zu bauen. Wir stehen jetzt vor einer der Loks, die 1912 ihren Betrieb auf dem Wendelstein aufgenommen hat. Wie ist man denn überhaupt auf die Idee gekommen, auf dem Wendelstein eine Zahnradbahn zu bauen? Ja, auf die Idee, auf dem Wendelstein eine Bahn zu bauen, ist man bereits 1890 gekommen. Man hat damals versucht, auf dem Wendelstein eine Bahn von Bad Fallenbach aus zu bauen, hat dieses Projekt auch vollkommen durchgeplant. Das ist aber dann letztendlich an den hohen Kosten ist das gescheitert. Genauso hat man versucht, von Osterhofen, Bayerischzell aus, eine Bahn auf dem Wendelstein zu bauen. Das Projekt ist aber auch letztendlich an der Finanzierung gescheitert. Erst 1908 hat der geheime Kommerzienrat Otto von Steinbeis bekannt gegeben,
Er will von Brannenburg aus, vom Inntal aus, eine Bahn auf den Wendelstein bauen. Und am 4. Februar 1910 hat der Prinzregent Luitpold die Konzessionsurkunde für den Betrieb einer Zahnradbahn auf den Wendelstein unterschrieben. Und somit hat der Steinbeiß dann auch mit dem Bau begonnen und hat innerhalb von 2 Jahren die Bahn auf den Wendelstein gebaut. Der Wirtschaftspionier Otto von Steinbeiß brachte alle Voraussetzungen zum Gelingen eines solchen Mammutprojektes mit. Erfahrung mit großen Projekten, Erfahrung mit dem Schmalspurbahnbau und das notwendige Geld. Mit dem Bau der Bahn erfüllte sich der Unternehmer damals jedoch einen ganz persönlichen Traum: eine Zahnradbahn auf den Wendelstein. Die gesamten Baukosten des Projekts beliefen sich auf rund 2 Millionen Goldmark. Nach heutiger Kaufkraft ist das eine Investitionssumme von etwa 22 Millionen Euro. Dem mutigen Unterfangen stellten sich große technische Schwierigkeiten in den Weg. Um die Bahn auch im Winter betreiben zu können, wählte man statt der einfacheren Route an den Abhängen der Mitteralm und der Reindleralm lieber die schwierige Trasse, die an den steilen Felswänden des Wildalpjochs und des Säuen entlang führt. Dort sah man die Bahn vor Beeinträchtigungen durch Wind, Schnee und Lawinen besonders sicher. Diese Strecke musste dem Berg buchstäblich abgerungen werden. Es ist, auch für heutige Verhältnisse, beeindruckend, welche Strapazen und Entbehrungen die am Bauprojekt beteiligten 800 Arbeiter auf sich nehmen mussten. Unter schwierigsten Bedingungen schufen sie in 2 Jahren Bauzeit die damals noch 9,95 Kilometer lange Bahnstrecke. Die meisten davon waren Gastarbeiter aus Italien, Kroatien und Dalmatien. Die Arbeiter schlugen die Bohrlöcher alle von Hand in die steile Felswand. Dabei wurden 35.000 Kilo Sprengstoff verbraucht. Das eindrucksvollste Bauwerk der ganzen Strecke ist kurz vor dem Bergbahnhof die sogenannte Hohe Mauer, von der die Bahn schließlich in die Schweigerwand einfährt. Am 25. Mai wurde die Bahn offiziell eingeweiht und dem Verkehr übergeben. Die Festredner waren voll des Lobes und die Begeisterung erfasste weite Kreise der Bevölkerung. 75 Jahre lang beförderten die alten Züge Besucher bequem auf den Berg. Otto von Steinbeiß' Wunderwerk der Technik wurde dabei zur vielbestaunten, doch äußerst teuren Nostalgie. So wurden 1991 neue Züge in Betrieb genommen. Ganz vergessen sind die alten Züge dennoch nicht. 2 komplette alte Zuggarnituren kommen bei Sonderfahrten auch heute noch zum Einsatz. Und nach wie vor sind die alten Fahrzeuge auch für Transportfahrten und im Winter zum Schneeräumen unentbehrlich. Die Errichtung der Seilbahn aus dem Leitzachtal war in den 70er Jahren natürlich weit weniger spektakulär, da es ja bereits zahlreiche Seilbahnen im Alpengebiet gab. Die gute alte Zahnradbahn von Brannenburg konnte in den 60er Jahren den Ansturm auf den Wendelstein nicht mehr bewältigen. Besonders der anwachsende Tourismus im Leitzachtal und in Bayrischzell ließ den Bau einer zweiten Wendelsteinbahn notwendig erscheinen. So wurde 1969 damit begonnen, das Gegenstück zur gemütlichen Zahnradbahn zu bauen, eine Schnell-Großkabinen-Pendelbahn. Als die Linienführung für die Seilbahn einmal feststand, die Trasse von Osterhofen zur Bergstation erforderte nur eine einzige 75 Meter hohe Stütze, konnte mit dem Bau begonnen werden. Rund 1,5 Jahre später konnte die Wendelsteinbahn dem öffentlichen Fahrbetrieb übergeben werden. Auch heute noch haben Sie die Möglichkeit, sozusagen per Express in rund 7 Minuten auf den Wendelstein zu gelangen. Mit einer Fahrgeschwindigkeit von maximal 10 Metern pro Sekunde bringt sie die Großkabinen-Pendelbahn, so die technisch korrekte Bezeichnung von Bayrischzell aus, auf die in 1724 Meter über Normal Null gelegene Bergstation. Etwas gemächlicher geht es von Brannenburg mit der Zahnradbahn auf den Wendelstein.
Otto von Steinbeis, der Erbauer der Wendelstein-Zahnradbahn, war ein Wirtschaftspionier mit Weitblick. Als er um die Jahrhundertwende Deutschlands erste Hochgebirgsbahn auf den Wendelstein plante, kam ein Dampfzug für ihn nicht in Frage. Sein Zug sollte mit elektrischer Energie den Berg bezwingen. Nur wenige Kilometer von der heutigen Talstation in Brannenburg wurde 1910 ein Wasserkraftwerk errichtet, in dem 2 Turbinen den Gleichstrom für die Fahrt auf den Wendelstein erzeugen. Bereits in den Anfängen der Energieerzeugung wurde das Kraftwerk so konstruiert, dass die Bremsenergie des Zuges bei der Talfahrt für die gleichzeitige Bergfahrt des zweiten Zuges ausgenutzt werden konnte. Ein Hund war er schon, der Steinbeis. Ähnlich wie bei der Seilbahn gelten auch für die Zahnradbahn strenge Sicherheitsauflagen. So wird in der Bahnwerkstatt gleich neben dem Kraftwerk fast jedes Jahr eine Zuggarnitur in ihre Einzelteile zerlegt, geprüft und abgenützte Teile ersetzt oder erneuert. Dass die Wendelstein-Zahnradbahn heute noch existiert, ist der Tatsache zu verdanken, dass sie eine der touristischen Attraktionen in Bayern ist. In den 80er Jahren gab es Überlegungen, die Zahnradbahn zu schließen und die Beförderung der Seilbahn zu überlassen, weil die alten Fahrzeuge aus dem Jahr 1912 zu langsam waren und deren Betrieb nicht mehr wirtschaftlich war. Durch die finanzielle Unterstützung des Freistaates Bayern, des Landkreises Rosenheim und der Gemeinden Flinsbach und Brannenburg und der Muttergesellschaft der Wendelsteinbahn, den Lechwerken in Augsburg, war es möglich, den Fortbestand der ersten deutschen Hochgebirgsbahn auf den Wendelstein zu sichern. 1990 wurden umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Die alten Zuggarnituren wurden dabei für 17 Millionen Mark durch leistungsfähigere Doppeltriebwagen ersetzt, was die Fahrzeit von 55 Minuten auf rund 30 Minuten verkürzt und die Beförderungskapazität verdoppelte. Heute bringt sie die Zahnradbahn in rund 25 Minuten auf den Wendelstein und überwindet dabei einen Höhenunterschied von 1217 Metern. Die Fahrt führt sie anfangs durch bewaldete Gebiete und hält unter anderem auch bei der Mitteralm, einem sehr beliebten Ausgangspunkt für weitere Wanderungen in die Umgebung. Danach geht es hinauf auf hochalpines Terrain. Dort führt die Zahnradbahntrasse über die sogenannte Hohe Mauer in die Schweigerwand und endet schließlich im Bergbahnhof. Angekommen gelangt man zunächst auf die großzügig angelegte Terrasse des Wendelsteinhauses. Hier können Sie die fantastische Aussicht genießen. Aber auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Im Panorama-Restaurant können Sie ganz gemütlich zu bayerischen Spezialitäten die Umgebung genießen. Besonders beliebt sind auch die Feinschmeckerabende hier oben, sowie der Sonntagsbrunch, der jeden Monat einmal stattfindet. Wenn Sie es etwas eiliger haben, gibt es hier auch einen Selbstbedienungsbereich. Sogar tagen kann man im Wendelsteinhaus auf 1724 Meter in separaten Räumen. In den Sommermonaten spielen auf der Bergterrasse die Musikkapellen aus den umliegenden Gemeinden auf.
Und auch Alphornbläser sind hier schon des Öfteren im Einsatz. Wer die exponierte Aussichtskanzel Gacher Blick erklimmt, genießt von dort aus einen traumhaft schönen Blick auf die Zentralalpen, vom Großglockner bis zur Zugspitze. An schönen Tagen können Sie hier bis zu 200 Kilometer weit sehen. Aber auch im Winter ist eine Fahrt auf den Wendelstein eine Reise wert. Zum einen ist die Fernsicht hier in der trockenen Winterluft so klar, dass die höchsten Gipfel der Zentralalpen zum Greifen nah scheinen. Ein anderer triftiger Grund, im Winter auf den Wendelstein zu kommen, ist das Skifahren im hochalpinen Naturschnee. Die Zahnradbahn war für die Brettelfans bereits 1912 die erste mechanische Aufstiegshilfe in Bayern. Pläne, den Wendelstein mit Hilfe einer Skischaukel mit dem nahen Familienskigebiet Sudelfeld zu verbinden, wurden nie realisiert. Gerade deswegen hat sich viel vom ursprünglichen und nostalgischen Charme des Traditionsberges erhalten. Winterliche Temperaturen herrschen auch im Sommer in der Wendelsteinhöhle, Deutschlands höchster Schauhöhle. Besonders bemerkenswert ist die große Höhenlage weit über dem heutigen Flussniveau, was auf ein sehr hohes Alter schließen lässt. So ist die Wendelsteinhöhle bereits vor der Auffaltung der Alpen entstanden. Unter den Speleologen gilt sie als geologische Sensation. Im Sommer ist die gesamte kalte Luft vom Tropfwasser an den Höhlenwänden hier unten gefangen. So finden Sie hier auch sogar während der Sommermonate Spuren von Eis und Schnee. Die Höhle ist auch für Forscher sehr interessant und so wagen sich regelmäßig wagemutige Höhlenforscher in die sehr schwer begehbaren und nicht öffentlichen Bereiche der Höhle vor. Kein ungefährliches Unterfangen, da die gesamte Höhle in den Wintermonaten vereist ist und darüber hinaus nur mit entsprechender Ausrüstung und Fachwissen zu begehen ist.
Wendelsteinhöhle wurde 1864 entdeckt und von Max Kleiber als erster systematisch durchforscht. Der natürliche Eingang musste 1962 wegen Steinschlaggefahr geschlossen werden. So wurde nicht weit vom Bergbahnhof ein künstlicher Eingangsstollen geschaffen, der über 82 Stufen in die Tiefe führt. Die Wendelsteinhöhle gehört zu einem komplexen Höhlensystem, mit dem der ganze Gipfel durchzogen ist. Vieles ist noch unentdeckt. So wurden die realen Ausmaße der Höhle erst in den letzten Jahren auf Expeditionen entdeckt. Teilweise sind die Durchgänge so eng, dass man sich gerade noch hindurchzwängen kann. Nach der Überwindung dieser Engstellen stießen die Forscher auf immer weitere und tiefer verzweigte Systeme. Diese Schächte sind aber nur noch mit Spezialausrüstung zu begehen, da viele Wände fast senkrecht abfallen. So hat man herausgefunden, dass sich die Schächte und Kanäle der Wendelsteinhöhle bis zu 100 Meter tiefer Richtung Tal ausdehnen. Sie müssen natürlich kein Forscher sein, um die Höhle zu erkunden. Der touristische Teil der Höhle ist hervorragend erschlossen. Seit dem Sommer 2010 begleiten sie 4 interaktive Stationen durch die eindrucksvoll inszenierte Unterwelt. Jede Station informiert sie über die verschiedenen Aspekte der Höhlenforschung: Geologie, Biologie, Psychologie und Philosophie. Eine innovative LED-Beleuchtung setzt darüber hinaus das Innere des Berges spannend in Szene. So können Sie in das Innere des Wendelsteins auf einem gut ausgebauten unterirdischen Weg gelangen. Am Ende der Strecke kommen Sie in den sogenannten Dom, in dem die touristische Erschließung auch endet. Mit Peter Hoffmann, einem renommierten Höhlenforscher aus unserer Region, haben Sie die Möglichkeit, an bestimmten Tagen im Jahr geführte Höhlenwanderungen zu unternehmen. Wir wollten von ihm wissen, was die Wendelsteinhöhle für ihn so interessant macht. Ich finde die Wendelsteinhöhle sehr interessant, nicht nur jetzt als Schauobjekt, sondern ich glaube, man empfindet auch ein bisschen was von dem Charakter von Höhle. Höhle ist ja was die Menschen interessiert. Wir haben früher in Höhlen gewohnt, Zehntausende von Jahren. Keiner findet eigentlich Höhle langweilig. Entweder man hat ein bisschen Angst oder man findet es neugierig, meistens beides. Und das zeigt sich auch immer wieder, wenn ich Führungen da mache oder Leute mitnehme. Die meisten finden das schon irgendwie spannend, interessant, berührend, auch emotional irgendwie berührend. Ich glaube, in der Wendelsteinhöhle, da man ja auch alleine durchgehen kann, das ist ein wichtiger Punkt. Man kann die Wendelsteinhöhle alleine durchwandern, da kann das jeder Besucher so ein bisschen nachempfinden, denke ich. Ich kenne viele Höhlen im Inntal. Zwischen Rosenheim und Kufstein gibt es ja 64 kleinere oder größere Objekte. Die Wendelsteinhöhle ist natürlich allein schon dadurch speziell interessant, dass sie die längste Höhle des Inntals ist. Sie ist als Schauhöhle zugänglich, das macht es auch für den Besucher interessant. Und sie ist ein gutes Beispiel für eine alpine Klufthöhle, an einer Kluft entlang entstanden, ein langer Gang, wo man auch verschiedene Formen von so einer Höhle studieren kann. Und sie hat natürlich einen Schauteil und einen, hinter mir jetzt, geht es ja da weiter, einen unzugänglichen Teil, der also auch für den Höhlenforscher, wenn man den begeht, so ein bisschen einen Reiz hat. Machen Sie sich selbst ein Bild von der Faszination von Höhlen und steigen Sie hinab in die Wendelsteinhöhle. So interessant die Welt unten in der Höhle auch ist, man ist immer wieder froh, wenn man von der kalten und dunklen Welt wieder auftauchen kann. Gegenüber des Ausgangs der Wendelsteinhöhle finden Sie Deutschlands höchste Kirche, das Wendelsteinkircherl. Es ist tatsächlich die höchste Kirche Deutschland, die Sie hier auf dem Wendelstein vorfinden. Warum die höchste Kirche nicht auf der Zugspitze steht, kann uns der langjährige Messner des Wendelsteinkircherls Peter Zackel erklären. Eine Kirche hat von einem Bischof einen eingeweihten Altartisch und einen da mittendrin eine Reliquie. Und da zum Beispiel auf dem Wendelstein ist da eine Reliquie drinnen vom heiligen Wendelin. Und eingeweiht hat es damals ein gewisser Erzbischof Thoma, hat er geheißen, der war in München. Und das war dann im
August 1890 ist diese Kirche eingeweiht worden. Eine Kapelle hat so einen Altartisch, einen eingeweihten nicht. Und darin liegt der Unterschied. Und somit ist auf der Zugspitze eine Kapelle, weil da kein geweihter Altartisch oben ist. Wie ist man denn überhaupt auf die Idee gekommen, auf dem Wendelstein eine Kirche aufzubauen? Ja, das ist so passiert. Da waren die Kunstprofessoren von München herum und das war in einer Hausberg und das war die erste Gaststätte bewirtschaftet da unten und das war ein gewisser Kunstprofessor Max Kleiber. Der ist dann, hat auch dieses Gasthaus da unten gebaut und da war eine österreichische Wirtin herum, eine Pächterin und die hat halt immer gefragt nachher, das einzige Schlimme ist halt, dass das ganze Jahr halt nicht runterkommt und zu einem Gottesdienst. Und das hat sich dann dieser Kunstprofessor Max Kleiber zu Herzen genommen und hat dann gesagt, so, da herum bauen wir ein Gotteshaus. Und dann hat er eben das in Angriff genommen, hat zuerst einen Verein gegründet, Wendelstein-Kirchhall-Verein, der bis nach Nordamerika gegangen ist. Und die ganzen Barone und wie zum Beispiel Turner und Taxis, das waren seine Sponsoren. Und da hat er dann das angefangen und hat dann etliches Geld zusammengebracht und hat dann 1889 hat er dann angefangen zu bauen und das hat dann 14 Monate gedauert, dann ist das Kirchel gestanden. Gell. Und so ist das eigentlich passiert auf die Initiative von der Pächterin, dass da die höchstgelegene Kirche von ganz Deutschland entstanden ist. Das Material ist damals mit schwierigsten Sachen hochgebracht worden, weil damals die Zahnradbahn noch nicht gegeben hat. Jetzt hat man das mit den Mullis, mit den Tragtieren halt den größten Teil raufgebracht und auch mit den Holzkraxen haben sie da damals gehabt. Da haben wir die Arbeit, das ist, und auch der gewisse Max Kleiber hat da ganz sehr intensiv dran gemacht und hat da mit seiner Holzkraxen das Material, auch die Glocken und den Altartisch hat der Max Kleiber selbst heraufgetragen. Der Altar zeigt in der Mittelnische ein in Holz geschnitztes Bild der Madonna mit dem Jesuskind. Die beiden Flügelbilder auf Goldgrund gemalt stellen Notburger und Ludwig dar. Besonderes Highlight der Kirche sind die Glasbilder, die bei entsprechender Sonneneinstrahlung in den schönsten Farben leuchten. Die Vogelfamilie im Baum der Gattung Kleiber ist eine lustige Anspielung auf den Namen des Wendelstein-Freundes Max Kleiber. Natürlich hatte der Initiator und Vater des Wendelstein-Kirchhalls keine Ahnung, dass er auf so lustige Weise verewigt werden sollte. Die am Baum hängenden Wappenschilder, die von München, Regensburg, Augsburg, Rosenheim und den Vereinigten Staaten stammen, zeigen die Örtlichkeiten, aus denen die größten Spendenanteile und Beiträge für den Kirchenbau geflossen sind. Andere Kirchenbilder zeigen den heiligen Antonius und den heiligen Korbinian, Diözesanpatron von München und Freising. Dass das Wendelstein-Kirchhall kein Museumsstück ist, zeigen die zahlreichen Taufen, Trauungen und regelmäßigen Sonntagsgottesdienste hier oben. Ein besonderes Fest wird jeden dritten Sonntag im August gefeiert. An diesem Tag feiert man die Patronin des Wendelstein-Kirchhalls, die Patrona Bavariae, mit einem feierlichen Gottesdienst im Freien. Dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Nur einen Steinwurf entfernt der Kirche befindet sich die Sendestation des Bayerischen Rundfunks. Seit 1954 betreibt der Bayerische Rundfunk den Hörfunk- und Fernsehsender auf dem Wendelstein. Sichtbarstes Zeichen der Sendeanlage ist jedoch der 63 Meter hohe Sendemast auf dem Gipfel des Wendelsteins. Trotz dieser relativ kurzen Länge kann der Sender dank seiner Lage fast das gesamte bayerische Alpenvorland bis in den Raum Ingolstadt mit Fernseh- und UKW-Programmen versorgen. Im Mai 2005 wurde die analoge Abstrahlung des ersten als Grundnetzsender sowie des zweiten und dritten Fernsehprogrammes als Füllsender aufgegeben und durch die digitale Ausstrahlung im DVB-T-Standard ersetzt.
Aber auch schon vor der Umstellung ins digitale Fernsehzeitalter schrieb die Station auf dem Wendelstein mehrmals Fernsehgeschichte. So wurden bereits 3 Jahre vor dem Beginn des Farbfernsehens Versuchssendungen ausgestrahlt. Zweikanal-Tonversuche erfolgten hier oben schon in den Jahren 1970 bis 1974, also rund 11 Jahre bevor das System im Jahr 1985 eingeführt wurde. Hier im Überwachungsraum laufen die Fäden zusammen. Hier wird der Sendebetrieb gesteuert und kontrolliert. Hier oben strahlen wir zum einen unsere Fernsehprogramme aus. Das sind 6 Fernsehsender mit 23 Programmen. Wir machen hier auch die Ausstrahlung Fernsehen für Private mit. Und dann haben wir 5 UKW-Sender, wo wir die UKW-Programme für den Bayerischen Rundfunk ausstrahlen. Und dann haben wir auch noch als Zusatz ein Digitalradio. Ja, also vom für DVB-T versorgen wir zum einen mit dem Olympiaturm zusammen in einem Gleichwellennetz das Stadtgebiet München und versorgen aber dann auch das ganze Umland. Das deckt auch wieder Oberbayern ab bis fast über zum Hohen Peißenberg rüber und auch runter bis fast Landshut runter sind wir empfangbar. UKW-Gebiet decken wir auch ungefähr bis über die Donau, bis zur Donau runter ungefähr, also das ganze bayerische Oberland. Durch die Höhe vom Wendelstein haben wir halt eine recht gute Reichweite. Unsere Aufgaben sind ziemlich vielfältig. Wir überwachen einmal das bayerische Netz von Fernsehsender, UKW, dann zum Teil auch die Programmzuführung über Richtfunk. Wir beseitigen, wenn da Störungen sind, entweder beseitigen wir es selber, wenn wir es können, oder benachrichtigen dann die Leute, wo es beseitigen sollen oder können dann. Und ja, das ist einmal das, was wir hier technisch machen. Gut, wenn am Sender irgendwas ist, reparieren, dass die möglichst schnell wieder zum Laufen kommen. Wir haben also unseren Tagesablauf in 2 Schichten. Eine Frühschicht, der fängt in der Früh um 7 Uhr an und dann Spätdienst, der bis nachts um 1 da ist. Und die Zwischenstunden, wo dann nicht mehr so viel los ist, da wird dann einer geweckt, wenn ein Alarmfall ist. Jeder UKW-Sender ist aus Gründen der Betriebssicherheit doppelt vorhanden. Fällt eine Anlage aus, wird Alarm ausgelöst und auf den Ersatzsender geschaltet. Die Heranführung der Programme findet über eine sogenannte Richtfunkstrecke vom Sendezentrum des Bayerischen Fernsehens aus München-Freimann statt. In Sichtweite vom Sendegebäude des Bayerischen Rundfunks beginnen auch in den Sommermonaten geführte Touren durch den Geopark Wendelstein. Vor 65 Millionen. Das heißt, das war jetzt schon der Zeitpunkt, wo sich die Kontinente wieder genähert haben. Und diese Näherung ist jetzt der Beginn unserer alten Auffaltung, unserer alten Bildung. Das heißt, allmählich sind die Kontinente nach oben gewandert. Afrika ist schon ziemlich nah an Europa ran. Indien ist noch eine ganze Strecke weg. Der Geopark Wendelstein entführt sie auf eine Reise in die Zeit, als der Wendelstein noch ein Korallenriff vor der Nordküste Afrikas war. Auf insgesamt 36 Schautafeln wird die Entstehung der Alpen und ihr Schicksal im Laufe der Zeit geschildert. Auch auf dem Weg zum Gipfel werden Ihnen diese Schautafeln wertvolle Informationen rund um die Gebirgsentstehung, das urzeitliche Leben, dem Wachstum der Riffe und andere erdwissenschaftliche Phänomene vermitteln. Auf den Gipfel des Wendelsteins gelangen Sie in ungefähr 25 Minuten über einen gut ausgebauten Weg, der auch immer wieder einlädt, innezuhalten, um die herrliche Aussicht zu genießen.
kleine Wendelin-Kapelle auf dem Gipfel wurde bereits 1718 errichtet. Anlass für die Errichtung war das Gelübde eines Bayrischzeller Bauern. Auf dem Gipfel des Wendelsteins werden auch Forschungsarbeiten durchgeführt. Durch seine exponierte Lage ist er dadurch ganz besonders geeignet. So werden Ihnen wohl die Kuppeln des Observatoriums der Ludwig-Maximilians-Universität München bei Ihrem Gipfelbesuch als erstes ins Auge fallen. Bereits seit den 30er Jahren werden hier schon Sonnenbeobachtungen durchgeführt. Anfangs waren diese Beobachtungen militärischer Natur, weil man die Auswirkungen der Sonnenaktivität auf den Funkverkehr beobachtete. Nach dem Krieg wurde die Station von den Amerikanern an den bayerischen Staat übergeben, der sie an die Universität angliederte. Für die Sonnenbeobachtung war das Teleskop auf dem Wendelstein auch sehr lange über den wissenschaftlichen Bereich hinaus interessant. Dieses Teleskop ist auch heute noch voll einsatzfähig und wird gelegentlich noch für Sonnenbeobachtungen genutzt. Warum hat man denn den Wendelstein als Standort für ein Teleskop ausgesucht? Ja, der Wendelstein bietet ein optimales Verhältnis. Er hat durch seinen Gipfel eben schöne Luftströme über den Gipfel drüber, die halt genauso gute und scharfe Bilder liefern wie in Chile oder auf Hawaii, an den besten Standorten der Welt. Und deshalb ist eben der Wendelstein mitunter einer der besten Standorte auf der Welt für Nachtastronomie. Von 1989 bis 2009 verwendeten die Astronomen auf dem Wendelstein ein 80 cm Spiegelteleskop für die Nachtbeobachtung. Nacht für Nacht wurden bei guten Wetterbedingungen damit Beobachtungen entfernter Galaxien und Sterne auf der Suche nach Planeten durchgeführt. Eine andere Aufgabe, in die das Teleskop eingebunden war, war die Beobachtung sogenannter dunkler Materie. Die Ansprüche an das Observatorium auf dem Wendelstein wuchsen und so ist seit Sommer 2012 ein 2 Meter Spiegelteleskop im Einsatz. Damit das neue Teleskop genügend Platz fand, wurde die Kuppel dazu vergrößert. Dabei wurde für die Gipfelbesucher auch die Möglichkeit geschaffen, durch ein Fenster einen Blick auf das neue Spiegelteleskop zu werfen. Bisher hat man ja auf dem Wendelstein mit einem 80 cm Teleskop gearbeitet. Seit diesem Jahr gibt es ein 2 Meter Teleskop hier oben. Was ist an einem 2 Meter Teleskop jetzt so viel besser als an einem kleineren Teleskop? Ja, das Um und Auf in der Astronomie ist halt, Photonen aus dem Weltall einzusammeln und das mitunter auch von sehr, sehr schwachen Objekten. Und man kann sich vorstellen, dass beim 80 cm Teleskop deutlich weniger Photonen gesammelt werden können als mit einem 2 Meter Spiegel. Und deshalb ermöglicht uns dieses Teleskop jetzt auch ganz andere Instrumente anzuschließen, zum Beispiel Spektrographen, die als Licht sehr stark verteilen auf den Spektralbereich. Und deshalb können wir mit diesem Teleskop auch ganz andere Forschung machen als früher mit einem 80 cm Teleskop. Welche Forschungsarbeiten werden denn hier auf dem Wendelstein durchgeführt? Also wir planen in Zukunft mehrere verschiedene Forschungsarbeiten, wie die Suche nach dunkler Materie in der Andromeda-Galaxie oder zum Beispiel die Suche nach Planeten. Wir bauen gerade einen Spektrographen oder wir modernisieren einen alten Spektrographen, sodass er mit einem Frequenzkamm funktioniert, sodass man Schwingungen von Sternen, kleine Vibrationen von Sternen im Meter pro Sekundenbereich messen kann. Und das ermöglicht dann Planeten, um andere Sterne zu finden zum Beispiel. Auch suchen wir dann hier nach dunkler Materie in der Andromeda-Galaxie. Und es funktioniert über Gravitationslinseneffekt. Wir werden praktisch dunkle Materie nachweisen, die die Raumzeit krümmt und dahinterliegende Sterne kurzzeitig verstärkt und dann wieder abschwächt. Welche technischen Daten hat denn so ein Teleskop? Also das ist ganz interessant, das Teleskop hat im Vergleich, wenn man es mit einer Kamera vergleicht, ein f/8 System, praktisch eine Blende von 8 wäre es bei einer normalen Fotokamera. Wir können die Blende auch nicht verstellen, weil wir immer die gleich große Apertur haben. Und was sehr beeindruckend ist, es hat 15.000 mm Zoom. Das ist im Gegensatz zu normalen
Zoom-Objektiven, die man von normalen Kameras kennt, natürlich sehr beachtlich. Sie sehen selbst, es gibt viel zu entdecken hier oben auf dem Wendelstein. Die erste und älteste Hochgebirgsbahn Deutschlands, die Sie gemütlich auf den Wendelstein bringt. Die schnelle Seilbahn vom Leitzachtal aus, die Sie in 7 Minuten auf die Bergstation bringt. Das Wendelsteinhaus, ältestes ganzjährig bewirtschaftetes Unterkunftshaus in Bayern. Die Aussichtskanzel namens Gacher Blick, ihr Logenplatz, um in die Zentralalpen zu blicken. Das Wendelsteinkircherl, Deutschlands höchste Kirche. Die Wendelsteinhöhle, Deutschlands höchste Schauhöhle. Der Geopark Wendelstein, die Zeitmaschine zurück in eine Epoche, als es noch keine Alpen, geschweige denn Menschen gab. Der Sender des Bayerischen Rundfunks, höchstgelegener Sender Deutschlands und Knotenpunkt für TV- und Radiosignale für fast ganz Oberbayern. Die Universitätssternwarte, mit der Bayern an vorderster Front der Astronomie steht. Nutzen Sie die Veranstaltungen der Wendelsteinbahn, einmal einen Abend auf dem Wendelstein zu verbringen.
erleben Sie, wie die Sonne den Berg in ein ganz besonderes Licht eintaucht und lassen Sie sich von dieser Stimmung mitnehmen. Vielleicht der Höhepunkt Ihres Wendelsteinbesuches.